Viele kennen meinen Ford Everest, also das D muss man aussprechen, wurde ich tausendfach darauf hingewiesen. Welches Problem habe ich damit? Ein Problem, will ich mal sagen, ist es nicht, aber hier auf dem Lack bei den Temperaturen, da hält einfach nichts drauf. Ich habe schon eingewachst, ich habe so Glascoating gekauft, aber der Lack ist einfach stumpf. Katastrophe. So, was will ich jetzt machen? Ich habe schon vorher davon gehört. Glascoating. Das heißt also, der Wagen kommt in eine spezielle Werkstatt für Oberflächenbehandlung. Da bleibt er einen Tag und da wird einiges an dem Wagen gemacht. Also der komplette Lack wird poliert, hochglanzpoliert. Dann sind dann auch, wie ich jetzt hier so sehe, so kleine Kratzer. Das wird alles legalisiert, dass er also ein Spiegel wird. Und dann kommt da eine Beschichtung drauf, die nennt man Glascoating. Und ich glaube, alles, was man so im Shoppingcenter kaufen kann, ist Müll. Und die geben einem eine Garantie von einem halben Jahr, dass also nicht mehr diese kleinen Kratzer da drauf kommen. Wenn ich also mit dem Fingernagel so drüber gehe, ja, dann wird der Lack beschädigt. Es ist keine Schicht mehr drauf, die den Lack schützt. Und was da jetzt auch noch mit verbunden ist zum jetzigen Zeitpunkt, ich sehe es jetzt auch hier, der ist wie statisch aufgeladen. Wenn ich irgendwo fahre, wo Staub ist, dann kommt der Staub hundertprozentig hier zum Lack. Und dann habe ich hier ein paniertes Auto. Mir wurde das genehmigt, dass ich das mal filme, wie das gemacht wird. Das ist hier in Menam. Die waren auch super nett, dass man also wirklich den Lack da aktiv schützt, denn die Sonne hier mit der UV-Strahlung ist sowas von brutal und so ein schönes Auto will ich ja jetzt nicht der Sonne aussetzen ohne Schutz. Das ist ja immerhin ein Wertgegenstand und ich pflege meine Fahrzeuge, weil ich da viel für gearbeitet habe. Das Geld kommt ja nicht von ungefähr, da muss man ja erarbeiten und daher gucke ich auch danach, dass das alles in Ordnung ist. Und dann ist mir die Sache das wert. Und da ich ja jetzt nicht so viele Betriebskosten habe, da ich ja Single bin, das ist das andere Nette bei der ganzen Sache. Wenn man Single ist, kann ich mir das erlauben. Normalerweise kostet das 13.000 Baht. Die ganze Bearbeitung, 8 Uhr muss ich also mit dem Wagen da sein. Bis 5 Uhr wird daran gearbeitet, dass er komplett, wie gesagt, poliert wird und anschließend bekommt er eine Beschichtung. Ich weiß nicht, wie die Beschichtung drauf geht, ob das jetzt mit einer Sprühdose geht, wie beim Lackieren oder sowas. Aber dafür bin ich ja dabei und ihr könnt euch das dann mal ansehen. Einen schönen guten Morgen, liebe Zuschauer. Ich bin jetzt hier in der Werkstatt. Heute soll ja mein Wagen veredelt werden. Das heißt also, er bekommt eine Glascoating-Beschichtung. Da haben die Jungs auch einiges zu tun. Ich habe den Wagen ja jetzt knapp ein halbes Jahr. Und er hat schon so ein paar, ich will nicht sagen Macken, aber der Lack ist schon ein bisschen angegriffen. Die Sonne ist ja absolut brutal. Habe also schon mal mit Wachs probiert und so was. Das geht alles. Hier an den Tropen kann man vergessen. Und da hat man mir also gesagt, mach ein Glascoating drüber und dann hast du also ein halbes Jahr Ruhe. Ich habe jetzt also mit denen vereinbart, nach einem halben Jahr kann ich wiederkommen. Und dann muss ich nochmal 1.900 bezahlen. Dann wird dann nochmal eine Auffrischung gemacht. Ja, ich habe ihn schon mal so ein bisschen vorpräpariert. Damit die es einfach haben, habe ich hier den Schriftzug Everest weggenommen. Man sieht das noch da, damit sie da nicht in den Rillen noch irgendwie polieren müssen, was ja fast gar nicht möglich ist. Ich habe einen neuen Schriftzug besorgt, das war glaube ich für 250 Baht, also kleines Geld. So sieht er jetzt aus. Ich gehe jetzt ganz stark davon aus, dass er jetzt erstmal gut gewaschen wird und dann kommt er da hinten in die Halle rein und dann wird er eben halt behandelt. Das heißt also, wie ich gehört habe, wird er
poliert und wenn er fertig ist, dann kommt dieses Coating drauf. Wir sind jetzt hier bei einem kleinen Unternehmen gegenüber von der Hauptpost in Menam für diejenigen, die ja auch ihr Auto ja beschichten lassen wollen. Ich habe Sie jetzt mal gerade gebeten, die Preisliste rauszuholen. What you offer? This one, ceramic coating, but we have guarantee 1 year, 3 years, 5 years. 5 years warranty? Or Yeah, we have 5 years. wow. Yeah, 10 times you can come to service again. Every 6 months. Every 6 months. Yes. And you have to pay only 1.900. Yes. Also ich werde da gleich auch noch ein Foto von machen, dann könnt ihr das besser sehen. Da sind also die Preisstufen. But it's only in Thai. You have to change it also in English. Okay. Natürlich ist das auch abhängig von der Größe des Fahrzeuges. Pick-up are cheaper. Yes. Okay, da ist ja nicht so viel Fläche. Es geht nur um die Fläche. Glass Coating. What is my price? 11.900. Yes. That is my. Yeah. Yeah. Okay, also 11.900 Baht habe ich und after a half year I have to come back. Yes, come back for service. Also nach einem halben Jahr muss ich dann wieder zurückkommen oder kann ich zurückkommen. Ich glaube, das hängt damit zusammen. Die meiste Arbeit ist natürlich jetzt, sie sagte ja, willst du 5 Stunden arbeiten jetzt am Auto, dass das richtig poliert ist und dann kommt diese Glasur da drauf und dann ist der Untergrund natürlich geschützt. Und dann bringen die also nur noch mal eine neue Coating auf und das kostet nur 1.900 Baht und das werde ich auf jeden Fall machen. Das ist after half year. Yes, half year. Okay, so, dann gucken wir mal weiter, was die hier machen. Tschüss. Ein paar Angaben zu meinem Wagen. Der ist ein Ford Everest. Der ist hier aus Asien. Den kann man in Deutschland oder Europa nicht so ohne weiteres kaufen. Er hat 180 PS mit einem 10-Gang Automatikgetriebe. Er hat unwahrscheinlich viel gutes Drehmoment in den richtigen Gängen, kann ich mir also gar nicht beschweren. Obwohl er so schwer ist, über 2 Tonnen, braucht er hier im Straßenverkehr Stop and Go so um die 9,2 Liter. Baujahr 2020. Habe jetzt auch schon selber poliert und wer weiß was, ich habe eine Poliermaschine und den eingewachst, es hat alles nichts gebracht. Wenn man über den Lack geht, dann merkt man, dass das sticky, also so stumpf ist das, dass also mit der Sonneneinstrahlung das relativ schnell weg ist. So, jetzt habe ich also hier den gefunden. Der wird jetzt gerade sauber gemacht. Ja, für wen ist der Film jetzt interessant? Für diejenigen, die auf jeden Fall hier auf Koh Samui wohnen, um vielleicht auch hier zu der Werkstatt zu gehen. Ich bekomme da keine Provision, sondern ich gebe dann nur gute Tipps weiter, wenn das auch jetzt so hinhaut, wie ich mir das vorstelle. Wir haben es ja sehr trocken hier. Ups. Und wir haben mit einem Haufen Staub zu tun hier. Und wenn der Wagen aufgeladen ist, dann zieht er richtig den Staub an und der ist immer wieder im Staub eingehüllt. Und das soll mit dieser Coating, Glascoating, ja jetzt nicht mehr so sein. Außerdem hat man dann einen Schutz, wenn man hier in den kleinen Seitenstraßen reinfährt, wo ich ja auch wohne. Da hängen die Palmblätter so runter und die sind an den Kanten messerscharf. Ja, und wenn die an den Lack dran kommen, dann sieht man hier und da dann also auch schon ja, Beschädigungen im Lack. Und das soll jetzt nicht mehr sein, weil dieses Glas da drauf gekommen ist. Ja, er ist jetzt sauber gewaschen. Man sieht hier noch die Initialen, wollte ich schon sagen, von dem Schriftzug. Das wird nachher alles weg sein, was ich gerade festgestellt habe. Hier geben sich die Offiziere von der Polizei und Immigration ja auch die Klinke in der Hand. Innen drin ist jemand, der ein hohes Tier ist von der Immigration und sein Bruder, dem gehört das, der ist auch ein Polizeichef. Und jetzt gerade ist auch noch ein Polizeichef hier angekommen und da werden die Fahrzeuge von denen geputzt. Was mich erfreut hat, der von der Immigration, der kannte mich von dem Vorfall mit dem Alex.
von der Touristenpolizei habe ich ja damals dafür gesorgt, dass derjenige mit 2 Jahren Overstay, kann ich ja mal hier oben verlinken, dass ich dem geholfen habe, hier wieder aus dem Land rauszukommen. Ja, hier haben wir eine Mitarbeiterin hier von dem Business. What's the name of the business? Quan? Quan? Yes, Quan. Okay. Ja, ich habe sie doch mal darum gebeten, mal zu erklären, was jetzt die ganzen Stunden gemacht werden. Ich bin also hier um 8 Uhr gekommen und das soll so bis 5 Uhr dauern. What happened with the car today? Today, we ceramic coating. We do ceramic coating. Ja, sie ist also auch nicht so fit im Englisch. Jetzt also die nächsten Stunden wird jetzt erstmal der Wagen gründlich gesäubert bzw. poliert, dass er also wieder aussieht wie neu. Und das ist dann praktisch die Basis, darauf dieses Glascoating zu machen. Das schauen wir uns dann im Laufe des Tages mal an. Die Kamera mit Zeitraffer wird ja mitlaufen. Thank you. Also das sieht ja schon geil aus, als ob er neu wäre. Alleine deswegen lohnt es sich schon, nach hier zu kommen, das ist nur irre laut. Wenn ich daran denke, wenn ich das selber zu Hause mache mit meiner Polierscheibe, kann man alles vergessen, verbrennen. Die Jungs hier haben Erfahrungen, man muss ja auch in einzelnen Stufen des Poliermittels mitarbeiten, um so einen Glanz schon hinzukriegen. Das ist einfach nur geil. Ja, das ist das Mittel, was sie drauf tun. Das ist der First Step. Da gehe ich davon aus, dass das grobe Material ist und nachher kommt noch das feine Material rein. Ist da an dem Bildschirm ein Dieter? Dieter? Ja, ich bin erkannt worden. Hier neben mir ist eine nette Frau. Wie ich gehört habe, er wollte es gar nicht glauben, dass ich auch hier bin. Ja, hallo Dieter. Deine Freundin ist super nett und kann auch ein gutes Englisch. Ich konnte mich mit ihr super unterhalten. Ne? Ja, und jetzt machen wir mal weiter, wie es mit dem Wagen aussieht. Tschüss. Ja, liebe Zuschauer, das Auto sieht aus, als ob es gerade aus der Fabrik rauskommt. Die Jungs haben einen super Dienst geleistet jetzt in den letzten Stunden. Ich werde gleich mal ein paar Nahaufnahmen machen. Es ist wie ein Spiegel. Und dann gehe ich jetzt gleich davon aus, dass das Fahrzeug hier in den, ich will nicht sagen Reinraum, reingeschoben wird. Da ist ein anderer Raum und da wird dann die Beschichtung aufgetragen. Ihr könnt es ja selber sehen, es ist wie ein Spiegel. Die Jungs, die haben einen super Dienst gemacht. Vor allen Dingen da oben drauf, da ist ja ein 1,80 Meter Höhe. Da habe ich nie groß sauber gemacht, da wird auch poliert. Da ist aber auch die Fläche, die am meisten beansprucht wird hier. Ja, die Sonne knallt da senkrecht drauf. Also, irre. Das könnte schon ein Werbefilm für die Firma hier sein. Ich kenne nämlich sonst niemanden hier auf der Insel, der das so macht. Ich glaube es nicht. Es ist ja jetzt nochmal gewaschen worden, aber es sind wahrscheinlich die ganzen Dastreste, die Staubreste, die mussten jetzt runter. Und jetzt perlt schon super das Wasser ab und das wird in Zukunft noch viel besser sein. Alles nochmal aufbereitet, auch der Motorraum, was ich also eigentlich gar nicht so gedacht habe. Das Fahrzeug wird komplett aufbereitet mit der Außenbeschichtung. Ich habe gerade auch gehört, dass so eine Reinigung 320 Baht kostet. Ich frage mich, wieso ich selber immer das Auto putze. Die haben so ja die ganzen Einlagen von mir
rausgeholt. Das Fahrzeug wird also komplett gereinigt. Ich habe die Dinger immer drin gelassen. Und jetzt sind die Felgen dran, die auch noch aufbereitet werden. Das ist der Kofferraum, das sieht im ersten Moment klein aus, aber den kann man gewaltig vergrößern. Die Jungs, die machen halt mit voller Hingabe und träumen wahrscheinlich auch mal davon, so ein Auto zu haben. Hab ja auch lange davon geträumt. Die Träume müssen realistisch bleiben, dann werden sie vielleicht auch mal erfüllt. Es sieht so aus, als ob die jetzt als Neuwagen hier im Showraum stehen würde. Jetzt kommt die Beschichtung drauf. Ich habe gedacht, die wird drauf gesprüht. Nein, die wird mit einer Injektionsnadel, da haben sie das eingespritzt, wird das mit dem Schwamm aufgetragen. Da muss er natürlich jetzt die ganze Fläche immer erwischen, aber man sieht den Glanzgrad auch. Das macht auch jetzt ein ganz anderer. Die anderen haben nur geputzt. Und das ist der Fachmann für die Beschichtung anscheinend. So, jetzt sieht man hier schon, hier ist die Beschichtung drauf. Da sieht man also keine Wolken oder sowas. Das ist das Fläschchen, wo er jetzt mit der Injektionsnadel die Flüssigkeit rausgeholt hat, um die besser zu dosieren. Und einer poliert jetzt noch nach. Und mir wurde schon gesagt, er muss jetzt ein bisschen stehen bleiben auch, damit das richtig eintrocknet. Ja, man sieht mich auch, hallo, so glänzt das jetzt. Also die Oberfläche sieht schon ganz anders aus. Nach gut 8 Stunden ist das Auto fertig. Man sieht, er ist wunderbar professionell bearbeitet worden. 5 Stunden alleine mit dem Polierer. Das ist das Team hier. Ich kann die Firma nur empfehlen. Cap und Cap. Und in einem halben Jahr sehen wir uns das nächste Mal, damit die Grundierung wieder draufkommt, damit man wieder für ein halbes Jahr ja, Schutz hat. Okay, thank you. Ja, jetzt steht er wieder zu Hause, aber eins fehlt noch. Das Kind muss ja noch einen Namen haben. Bevor ich das abgerissen habe, habe ich natürlich hier eine Markierung gemacht oder beziehungsweise auf einem Klebeband habe ich das markiert, wo die Buchstaben waren. Das sind die Buchstaben, die man im Internet kaufen kann. Ich glaube 250 Baht haben die nur gekostet. Und die werden jetzt hier in der Position wieder aufgetragen. Und nun hat er auch wieder seinen Namen zurück. Ja. Jetzt werde ich mal im halben Jahr das Ganze beobachten, ob das wirklich so viel bringt. Vom Optischen bin ich her also super zufrieden mit der Firma und mit dem Service. Wir sehen uns beim nächsten Film. Tschüss.